Hallo zu unserem neuesten AWT-Tutorial. Wie Sie vielleicht sehen können, stehe ich heute nicht vor einer unserer zahlreichen Fräsmaschinen, sondern vor einer Drehmaschine. Wir sind in einigen persönlichen Feedbacks und auch YouTube-Kommentaren gefragt worden, ob wir nicht vielleicht mal ein Tutorial für unsere Drehmaschinen machen können. Und genau das haben wir heute vor. Wir werden uns heute etwas genauer mit dem Gewindezyklus und dem zusätzlichen Feature Gewindereparatur beschäftigen. Wie Sie diesen Zyklus für sich optimal parametrisieren können, wie das eigentlich mit dem Gewindereparieren funktioniert und Sie dadurch die Steuerung optimal nutzen können, zeige ich Ihnen wie immer am besten direkt an der Konsole. Wie bei allen unseren AWT-Tutorials starten wir auch bei diesem Video aus dem Eingangsbildschirm. Zunächst, bevor wir mit der Programmierung der Datensätze anfangen können, widmen wir uns der Werkzeugdefinition. Dafür wechseln wir über den Softkey F2 in das Werkzeug Einrichten. Für unser Beispielprogramm definieren wir als Werkzeug Nummer 1 auf dem Revolverplatz Nummer 1 ein Werkzeug mit dem Typ Gewinde. Im nächsten Schritt weisen wir dem Werkzeug nun beispielhaft Schnittwerte zu. Die Parameter der einzelnen Eingabefelder sind selbstverständlich dem zu zersparenden Material sowie den verwendeten Werkzeugen anzupassen. Für unser Beispielprogramm nutzen wir eine maximale Schnitttiefe von 1,5 mm, einer konstanten Drehzahl von 155 Umdrehungen die Minute im Uhrzeigersinn. Die Drehrichtung ist hierbei von der Aufspannsituation des Werkzeuges abhängig. Und abschließend definieren wir die Geometriedaten des verwendeten Drehmeißels mit einer Tiefe von 4,5 mm und einem Winkel von 60 Grad. Mit den reinen Prozessinformationen kann die Steuerung allerdings das Werkzeug noch nicht vollständig nutzen. Dazu muss nun noch das Werkzeug vermessen und somit ein passendes Offset ermittelt werden. Um diese Parameter zu editieren, wechseln wir zunächst in die Offset-Nummer und anschließend über den Softkey F3 in die Oberfläche Geometrie-Offsets. Auch dort tragen wir nun beispielhaft ein X-Offset von 150 und ein Z-Offset von 50 mm ein. Eine weitere wichtige Rolle spielt hierbei auch die Orientierung des Werkzeuges, damit die Steuerung realisieren kann, wie das Werkzeug zur Bearbeitung steht. Dieses ist über den Softkey F4 wie folgt auszuwählen. Jetzt können wir mit der Programmierung des Gewindezykluses starten. Hierfür wechseln wir über die Eingangstaste wieder in den Ausgangsbildschirm. Nun können Sie über den Softkey F3 Werkstück Programmierung und den Softkey F2 drehen und der F2 den Gewindezyklus auswählen. Durch Einfügen unserer ausgewählten Werkzeugnummer 1 werden einige Geschwindigkeits- und Vorschubsparameter aus dem Werkzeug Einrichten übernommen und in den Datensatz eingefügt. Alle diese Parameter können individuell im Datensatz variiert werden. Danach ist es möglich, eine Sicherheitsbewegung einzugeben. Diese kann durch den Haken im entsprechenden Feld aktiviert und anschließend über den Parameter X-Eilpunkt und Z-Eilpunkt definiert werden. Dies können Sie nutzen, wenn das Gewinde zum Beispiel hinter einem Absatz gefertigt werden soll. In unserem Beispiel benötigen wir diese Sicherheitsbewegung nicht. Nun können Sie verschiedene Strategien auswählen. Einmal die Strategie konstante Schnitttiefe und einmal die Strategie abnehmende Schnitttiefe. Bei der Strategie konstante Schnitttiefe ist jeder Schnitt, also jede Zustellung, konstant, wie der Name bereits sagt.
Bei der Strategie abnehmende Schnitttiefe habe ich den Parameter Startschnitttiefe zur Verfügung und den Parameter Endschnitttiefe. Die Anzahl der Schnitte wird von der Startschnitttiefe bis zur Endschnitttiefe immer kleiner. In unserem Fall nutzen wir nun eine Startschnitttiefe von 0,5 mm und eine Endschnitttiefe von 0,1 mm. Über die Schlichtparameter haben Sie die Möglichkeit, nun zu entscheiden, wie viel Aufmaß nach dem Schrubben noch auf dem Bauteil verbleiben soll. Geben Sie dort zum Beispiel die Anzahl der Schlichtgänge mit 3 an und eine Schnitttiefe von 0,1 mm, verbleiben nach dem Schrubben 3/10 Aufmaß auf dem Bauteil, die jeweils in 0,1 mm Schnitten abgetragen werden. Möchten Sie am Ende des Zerspannungsprozesses noch Leerschnitte haben, können Sie dies über die Wiederholungen definieren. Nachdem wir nun alle Parameter in der Registerkarte Prozess definiert haben, können wir in die Registerkarte Geometrie wechseln. Der erste Parameter, den wir dort ausfüllen können, ist der Gewindetyp. Dort haben wir die Möglichkeit, zwischen einem Außengewinde, das gerade verläuft, zu wählen oder einem Außendurchmesser, das als Kegelgewinde verläuft, ein Innengewinde, das gerade verläuft, ein kegeliges Innengewinde oder einem Plangewinde. In unserem Beispiel nutzen wir das gerade verlaufende Außengewinde. Der Z-Startparameter definiert den Anfangspunkt des Gewindes. In unserem Fall nutzen wir 3 mal die Steigung als Abstand bei einer Steigung von 1,5 mm, also 4,5. Unser Z-Ende ist der untere Punkt des Gewindes. Wir definieren ihn beispielhaft mit minus 35 mm. Da wir ein gerade verlaufendes Außengewinde haben, darf die Steuerung in Z nicht abheben. Aufgrund dessen definieren wir im Z-Abhebemaß 0. Das X-Abhebemaß definieren wir beispielhaft mit 5 mm und kommen danach zu unseren Durchmessern. Der große Durchmesser definiert beim Außengewinde den äußeren Durchmesser, also unseren vorgedrehten Rohteildurchmesser. In unserem Beispiel 50 mm. Der kleine Durchmesser definiert den innen verlaufenden Durchmesser des Gewindes, also indirekt, wie tief das Gewinde geschnitten wird. Wir möchten hier bis zu einer Tiefe im Durchmesser von 47, also 1,5 mm Zustellung, das Gewinde bearbeiten. Die Steigung ist, wie bereits vorher erwähnt, 1,5 mm. Über die Parameter vertikal zustellen und vertikal abheben haben Sie die Möglichkeit, Ihre Anfahr- und Abfahrbewegungen zu editieren und diese zum Beispiel in einem bestimmten Winkel auszuführen. Für unser Beispiel ist dies nicht notwendig. Mit dem Parameter Startwinkel haben Sie die Möglichkeit, den Startwinkel fest auf einen bestimmten Winkel zu editieren. Bedeutet, Sie haben im Nachgang die Möglichkeit, das Gewinde jederzeit nachzuschneiden. Wenn Sie diesen Parameter auf Ja setzen, haben Sie anschließend die Möglichkeit, Ihren gewünschten Startwinkel zu editieren. Wenn der Parameter auf Nein sitzt, haben Sie die Möglichkeit, für ein mehrgängiges Gewinde sofort eine bestimmte Anzahl an Gänge, die Sie haben möchten, einzugeben. Wenn Sie nun alle Parameter wie gewünscht editiert haben, können Sie einen Gewindezyklus ablaufen lassen. In diesem Video sehen Sie die Bearbeitung eines Trapezgewindes in dem Material ST52. Ergänzend zu dem Standardgewindezyklus der Steuerung haben Sie auch die Möglichkeit,
ein bereits beschädigtes Gewinde durch zum Beispiel Quetschungen im Schraubstock wieder zu reparieren. Für dieses Feature wechseln wir aus dem Eingangsbildschirm in den SoftKey F3 Werkstückprogrammierung und nutzen nun den unter SoftKey F2 Drehen vorhandenen Zyklus Thread Repair. Diesen finden Sie über den SoftKey F6. Dieser Zyklus ist identisch mit dem Zyklus des Standardgewindedrehens, mit der einzigen Ausnahme, dass dort eine zusätzliche Registerkarte mit dem Namen Repair zu finden ist. In dieser Registerkarte haben Sie nun die Möglichkeit, Ihr Drehwerkzeug in einen intakten Gewindegang des Bauteils zu positionieren. Wenn Sie dies getan haben, haben Sie die Möglichkeit über den SoftKey F7 oder den Speicherknopf auf Ihrem Handrad Ihre aktuelle Position als Referenzposition für das Gewinde zu speichern. Durch diese Position findet die Steuerung immer wieder exakt denselben Gang und Sie haben die Möglichkeit, das Gewinde nachzuschneiden. Im nachfolgenden Video sehen Sie nun einmal den Einrichtungsprozess und anschließend den Bearbeitungsprozess eines Gewindereparaturzykluses. Das war unser erstes AWT-Tutorial von der Drehmaschine. Wir hoffen, wir konnten Ihnen die Arbeit mit dem Gewindezyklus und der Gewindereparaturfunktion an der Maschine damit etwas erleichtern. Wenn Sie noch Fragen zu diesem oder irgendeinem anderen Thema haben, können Sie die gerne jederzeit an die E-Mail-Adresse awt@hurco.de schicken oder Sie besuchen einfach den Kontaktbereich auf unserer Internetseite. Wir hoffen, wir können Sie auch beim nächsten AWT-Tutorial wieder begrüßen und ich verbleibe bis dahin mit freundlichen Grüßen aus der AWT.